Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Es geht heute wieder um den Audi. Als ich den Auspuff gewechselt habe, beziehungsweise auch schon davor, beim ersten großen Getriebeölwechsel, ist mir aufgefallen, dass das unten an der Auspuffhalterung, da gibt es so eine Aufhängung, die hier mit diesen zwei Federn befestigt ist, und da war eine Feder bereits gar nicht mehr vorhanden und die andere Befestigung sah auch nicht mehr so gut aus, und deswegen hatte ich mir damals, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, die Teile einmal neu bestellt. Das sind hier zweimal solche Schrauben, 13er Kopf, das heißt mit einer 13er Nuss, viel mehr brauchen wir nicht, einfach nur eine 13er Nuss wird benötigt und eben eine Ratsche. Und dann können wir hier die Originalschrauben unten rauslösen, also die kaputten, beziehungsweise die eine Seite hat ja gar keine Schraube. Dann ist noch hier so eine Hülse dabei, eine Unterlegscheibe, auch jeweils 2 Stück. Bei den Hülsen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die wirklich für den Auspuff sind. Das müssen wir dann unten mal gucken. Ansonsten sind es eben die 2 Unterlegscheiben plus diese beiden Federn. Und das wird dann ungefähr so montiert. Das Ganze hat unten an der Halterung, das sehen wir gleich, gibt es ein entsprechendes Gegengewinde und dann kann man das Ganze verschrauben. Also wie gesagt, theoretisch sollte man jetzt nur eine 13er Nuss benötigen, um diese Vibrationsdämpfer oder was auch immer das nachher ist, unten am Auspuff zu tauschen. Die nehmen, wie gesagt, so ein bisschen Schwingungen weg, gegebenenfalls auch Störgeräusche, und wie gesagt, die waren halt jetzt bei mir eine Seite gar nicht mehr vorhanden und die andere eben kaputt. Deswegen ist das heute auf der To-Do-Liste und das möchte ich euch gerne zeigen. So, wie ihr sehen könnt, das Auto ist schon aufgebockt und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir einmal unter das Auto und ich zeige euch die entsprechende Stelle, wo ich jetzt diese Feder wechseln werde. So, jetzt sind wir hier unterm Auto und ihr könnt sehen, hier ist diese Schraube mit der Feder und der Unterlegscheibe. Hier drüben fehlt die. Jetzt das erste, was ich mache, ist die hier mal rausdrehen und versuche mal die neue Feder mit der neuen Schraube und der neuen Unterlegscheibe anzubringen. Mit der Ratsche weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich könnte rankommen. Ja, hier geht's. Hier drüben wird das mit der Ratsche schwierig. Das heißt, ihr braucht zusätzlich noch einen Schlüssel, einen 13er. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das hier dann in Position bekommen, dass es ein bisschen nach oben geht. Wahrscheinlich muss ich dann den ganzen Auspuff nochmal ausrichten. Ich glaube, es greift noch nicht wirklich. Ein paar Handschuhe. Kann man hier natürlich wieder nicht hingucken. Ich glaube, es greift. Jetzt probiere ich mal festzuziehen. Mal schauen, ob das geht. Ich schaue mal, ob ich mit der Ratsche hinkomme. Jetzt habe ich die ungefähr genauso weit komprimiert wie auf der Seite. Jetzt werde ich die Seite hier lösen. Wieder mit meinem 13er Schlüssel. Hier fällt mir übrigens gerade auf, dass da auch eine Schraube fehlt. Da muss ich mal schauen, ob ich die auch noch bestellen kann im Zubehör, denn da fehlt definitiv was. So, jetzt müsste die hier eigentlich irgendwann mal rauskommen. So.
Aber ich kriege jetzt noch mit der Feder hier raus. Ja, fantastische Konstruktion. Also an der Seite ist einfach weniger Platz als hier drüben. Ich weiß auch nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat. Ich hätte gesagt, dann lasse ich die Feder hier drin und tausche nur die Schraube aus, dass die wieder stimmt, weil also das mir ist uns zu blöd. So, jetzt muss ich das wieder in Position drücken. Okay, es sieht gut aus, sie greift. So, und den Rest mache ich jetzt hier wieder mit dem 13er Schlüssel. So, ich hätte gesagt, das ist jetzt ähnlich komprimiert auf beiden Seiten. Das sitzt auch ordentlich. Fühlt sich erstmal gut an. Damit wäre das erledigt. Wie gesagt, hier bei der Seite ist eben dieser Steg ist hier ein bisschen kürzer und deswegen habe ich hier weniger Raum gehabt. Deshalb konnte ich jetzt nur die Schraube tauschen. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie die Feder rausgefummelt bekommen, aber die Feder sieht ja auch noch relativ gut aus. Deswegen, ich habe jetzt nur die Schraube und die Unterlegscheibe ersetzt. Hier drüben eben komplett neue Feder mit neuer Schraube und neuer Unterlegscheibe. Und dort unten, da fehlt auch noch eine Schraube. Da muss ich noch was nachbestellen. Die Verkleidung werde ich dann demnächst wieder draufsetzen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich aktuell immer noch ab und an Getriebeöl wechsle, bis das eben wirklich richtig gut aussieht. Aktuell habe ich so 10 Liter circa durchgejagt. Ich denke mal so 5 bis 6 Liter werde ich noch wechseln und dann sieht das alles wieder top aus. Das soll es dann fürs heutige Video jetzt gewesen sein. Einfach ein ganz kurzes Video, wie gesagt, wie ich euch zeige, wie man hier diese Vibrationsdämpfer bzw. diese Befestigungsschellen hier unten am Auspuff, hier ist ja dieses Abgasrohr, also in die Richtung ist sozusagen Fahrzeugheck und in die Richtung ist Fahrzeugfront und von hier vorne sind dann die Katalysatoren und hier kommt das Abgasrohr auch herunter. Ja, also wie gesagt, an der Stelle wird das eben befestigt und aufgehangen. Die habe ich jetzt getauscht. Dadurch sollte der Auspuff wieder schön sitzen. Jetzt muss ich hinten am Fahrzeug mal gucken, ob ich den Auspuff nochmal nachjustieren muss. Denn diese Seite war ja gar nicht richtig verbunden. Das heißt, es kann sein, dass als ich den Auspuff damals montiert habe, ich habe hier die Miltec-Anlage drunter, dass aufgrund dessen, dass hier keine Verbindung war, das jetzt hinten nicht mehr ganz sauber sitzt. Zudem musste ich den Auspuff oder hatte ich den Auspuff ja damals eh nicht richtig justiert. Das werde ich jetzt noch nachholen und hier eben die Abgasanlage nochmal neu positionieren. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.